Auf der ganzen Welt, liebe Freunde, gibt es Kirchengemeinden, die ausschließlich in deutscher Sprache agieren. Die EKD entsendet hierfür Pastoren immer für eine gewisse Zeit, in denen sie dort vor Ort agieren dürfen. Einer von ihnen ist Pastor Jonas Rahn in San Jose in Costa Rica. Er hat dort die besondere Herausforderung, dass er nicht nur diese eine Gemeinde in San Jose betreuen darf, sondern es sind gleich mehrere Länder, für die er auch zuständig ist. Es sind die Nachbarländer Honduras, Nicaragua und Panama neben Costa Rica, die dazuzählen. Warum ist das so? Das Personal vor Ort ist sehr begrenzt. Er ist der einzige hauptberufliche deutschsprachige Geistliche in all diesen Ländern. Und so gibt es immer mal wieder die Situation, dass wenn er beispielsweise nach San Pedro Sul im Norden von Honduras reisen muss, für eine Beerdigung zum Beispiel, dass es 16 Stunden Busfahrt sind, die er hier auf sich nimmt. Es sind Voraussetzungen, die für eine Person gar nicht so zu erfüllen sind, wenn es darum geht, den kompletten Bedarf, Religiosität, aber auch das Seelsorgerische decken zu können. So viel Energie und Motivation, speziell auch dieser Pastor Rahn, hat. Aber es ist genau auch das, wo wir in Fun City eine wirklich sinnvolle Ergänzung sein können. Und das ist das, was wir in den kommenden Tagen, Wochen, Monaten versuchen werden. Pastor Rahn erzählt, dass es besonders die Menschen in den ländlichen Regionen sind, die drohen zu vereinsamen, wo es eine sinnvolle Variante doch ist, im Internet neue Menschen kennenzulernen. Und dabei geht es nicht nur um das Thema Kirche, sondern es geht ja einfach darum, neue Menschen kennenzulernen, diese Kontakte zu pflegen und sich wohlzufühlen. Nicht mehr allein zu sein, sondern in einer Gemeinschaft, wie wir sie in Fun City haben. Ob und wie das Angebot angenommen wird, werden wir sehen. Aber es ist in jedem Fall etwas, wo wir als Fun City auch versuchen werden, in den kommenden Monaten dieses Angebot weltweit auszubauen, wofür wir die Plattform als Startseite funcity-kirche.net geschaffen haben und wo wir alle sagen können und wollen, liebe Freunde aus Mittelamerika oder sonst wo in dieser Welt, herzlich willkommen!